begrüße Sie alle ganz herzlich zum heutigen Webinar der Grundlagenreihe in Time Sensor Legal. Das heißt, heute werden wir uns weiter die Grundlagen in Time Sensor Legal anschauen. Heute wird es in Teil 4 um das Dossier gehen. Mein Name ist Zoe Schiewek. Ich bin die Account Managerin der Time Sensor AG, zuständig für den deutschsprachigen Raum. Das bedeutet die deutschsprachige Schweiz und Deutschland. Und ich werde heute das Webinar halten und betreuen. Und thematisch wird es heute, wie schon gesagt, um das Dossier gehen. Zu diesem Zweck werden wir einmal einen kurzen Rundgang durch das Dossier machen. Dann werden wir uns das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten anschauen. Und daraufhin werden wir dann etwas tiefer in die Funktionalitäten des Dossiers gehen. Da ich keine Zeit verlieren möchte, fangen wir also auch gleich an. Sie wissen, es gibt keine dummen Fragen. Wenn Sie also Fragen haben, stellen Sie diese sehr, sehr gerne. Auch wenn im Nachgang noch Fragen zum Thema aufkommen, dürfen Sie uns oder mich gerne auch kontaktieren. Sie sehen also, dass ich hier bereits in meine Demo-Version eingeloggt bin. Wir beginnen, wie ich gesagt habe, mit einem Rundgang durch das Dossier. Das heißt, ich werde mir hier ein Dossier öffnen, gehe dazu hier in die Adressen, nehmen wir einmal die Frau Regina Regia und schauen uns deren Dossier an. Wie wir sehen, komme ich via der Sektion Adressen hier sofort im Stammblatt heraus. Im Stammblatt haben wir einige Informationen über unsere Klientin verzeichnet. Das heißt, hier finden wir primär Adressdaten und Kontaktdaten, im unteren Bereich aber eben auch verbundene Adressen. Das heißt, auch hier haben wir die Möglichkeit, bereits zwei Dossiers, zwei Adressdatensätze miteinander zu vernetzen. Dann haben wir hier einen Zusatzreiter. In diesem können wir uns Zusatzfelder mit zusätzlichen spezifischen Informationen konfigurieren. Im Anschluss finden wir den Tab Text. Hier haben wir ein Textfeld. Darauf folgt Mandate, also der Reiter Mandate. Hier sehen wir dann die verschiedenen Mandate, die dieser Adresse, also dieser Klientin in dem Fall zugeordnet sind. Und dann haben wir hier den Reiter Konten, in dem wir Kontenbewegungen über die einzelnen Mandate oder auch über den gesamten Klienten verfolgen können. Und zu guter Letzt finden wir hier hinten die beiden Archivtabs, das heißt einmal die Entwürfe und einmal das Archiv für eben archivierte Entwürfe, das heißt nicht mehr zu bearbeitende Dokumente. Jetzt haben wir also einen ersten Überblick erhalten und dann möchte ich zuerst noch einmal, bevor wir uns die Funktionalitäten im Einzelnen genauer anschauen, darauf eingehen, wie das Ganze mit anderen Funktionen in der Software zusammenhängt. Dazu schließen wir dieses Dossier noch einmal und schauen uns noch einmal die im letzten Webinar bereits kennengelernten Features Timesheet und Adressen selbst an. Das heißt, wir haben also hier in der Übersicht unserer Adressen sämtliche uns zur Verfügung stehenden Dossiers. Hier haben wir natürlich jetzt ausgewählterweise, das sehen wir hier oben, nur die Mandanten. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite auch noch alle. Das heißt, wir sehen jetzt hier oben, bis auf jene Datensätze, die ausgeblendet sind, alle uns zur Verfügung stehenden Dossiers in der Software innerhalb dieser Entität. Das heißt, innerhalb dieses Datenraums, also des Datenraums der Kanzlei Muster und Sample. Hier sehe ich also alle Adressdatensätze. Wenn ich jetzt hier mal auf einen Adressdatensatz klicke, sehen wir, dass wenn ich über die Adressen in diesen Adressdatensatz hineingehe, ich immer im Stammblatt herauskomme. Das heißt, innerhalb der Bereichsleiste, wenn ich hier dort die Adressen auswähle, dann bedeutet das, dass ich eben adressrelevante Informationen suche oder bearbeiten möchte und dementsprechend komme ich mit einem Klick auf diesen Adressdatensatz, der mich zum Dossier führt, zum ersten Teil des Dossiers, sprich dem Stammblatt. Anders gestaltet sich das, wenn ich über die Finanzrubrik in das Dossier hineingehe. Das heißt, hier im Unterschied zu Adressen suche ich eben nicht mehr nach adressrelevanten Informationen, das heißt nach Kontaktdaten oder dergleichen, sondern hier geht es wirklich um die Finanzebene. In einem der letzten Webinare hatten Sie schon kennengelernt, inwiefern wir weiter untergliedern in Time Sensor, das heißt, was auch der Unterschied zwischen Adressen und Finanzen ist, auf den Bereich bezogen. Hier möchte ich das gerne noch einmal kurz aufgreifen. Das heißt, im Bereich Finanzen, wenn wir hier auf ein spezifisches Mandat klicken, wir sind jetzt hier also nicht mehr in den Adressen, es geht nicht mehr per se um den Mandanten, sondern um das Mandat selbst, dann sehen Sie, komme ich hier im Reiter Mandate heraus. Das ist also hier ein signifikanter Unterschied. Und dann möchte ich gerne, wie ich eben gesagt hatte, auch noch auf das Zusammenspiel mit dem Timesheet eingehen. Ich hatte auch im letzten Webinar zum Timesheet schon betont, dass wir hier in dieser Rubrik innerhalb des Dossiers, da es eben um die Mandate geht, für die einzelnen Mandate Leistungen nachbearbeiten können.
Wo kommen diese Leistungen her? Diese Leistungen kommen in der Regel aus der Zeiterfassung, das heißt aus dem Timesheet einzelner Mitarbeiter und werden mit einem nächtlichen Task oder auch manuell in diese Sektion hier übertragen. Das bedeutet, das Zusammenspiel, das hatten wir beim letzten Mal auch schon etwas weiter erläutert, lautet so, dass ich eben Leistungen über das Timesheet eintrage und daraufhin im Dossier auch nochmal nachbearbeiten kann, da eben unter der Prämisse, dass das Dossier, wenn wir es über die Finanzen ansprechen, das heißt hier in der Finanzbearbeitung sind, uns den Tab Mandate öffnet und wir hier eben dann Finanzhandlungen vornehmen können, zu denen ja auch die Rechnungsstellung gehört. Und vorab zur Rechnungsstellung möchten wir möglicherweise die Leistungen, die verrechnet werden, aufbereiten. Daher, so schließt sich der Kreis, also hier der Tab Mandate und wie gesagt hier unten die Möglichkeit, unsere Finanzen zu bearbeiten. Nun haben wir uns einmal mit dem Zusammenspiel der Komponenten auseinandergesetzt und nun würde ich gerne nochmal am konkreten Beispiel hier von Frau Regia Ihnen die Funktionalitäten des Dossiers näher bringen. Dazu suchen wir einmal das Dossier von Frau Regia. Wir sehen auch hier auf der rechten Seite wieder schön, dass uns eben die Daten des Stammblattes in der Vorschau ausgegeben werden. Öffne ich jetzt dieses Dossier. Ich bin hier unten über die Adressen gegangen. Das heißt, Sie sehen, dass ich auch hier eben wieder im Stammblatt herauskomme. Wie gesagt, jetzt geht es um die einzelnen Funktionalitäten. Das heißt, wir können zum einen hier oben ein kleines Bild für Frau Regia hinterlegen. Das ist immer sehr angenehm, wenn man möglicherweise auch sieht, mit wem man telefonischen Kontakt hatte oder E-Mail-Kontakt. Ich persönlich mag das sehr gerne. Und dann finden wir links daneben gleich den Adressblock für Frau Regia. Oben drüber haben wir noch die Angabe zum Geschlecht und oder zur Angabe zur Person selbst. Das heißt, hier können wir angeben, ob es sich eben um eine juristische Person handelt. Demnach wäre hier Firma, Organisation auszuwählen oder eine natürliche Person, deren Geschlecht wir dann auf der linken Seite spezifizieren können. Betreffend des hier unten zu sehenden Adressblocks gibt es einen Hinweis, und zwar haben wir hier nicht nur einen Adressblock, sondern wir haben zwei. Das wird erkenntlich, wenn ich hier mit der Maus auf das Work klicke und wir sehen, das Ganze ändert sich zu Home. Das heißt, ich kann hier eine Heimatadresse und eine Arbeitsadresse hinterlegen. Bei Frau Regia ist es jetzt der Fall, dass sie eben nur eine Arbeitsadresse hinterlegt hat. Da sich im Zusammenspiel der Software einige Daten gerade in Bezug auf Vorlagen aus diesem Stammblatt zusammen generieren, das heißt, die Vorlage zieht die hier anzusehenden Felder, um beispielsweise den Namen des Klienten auszugeben oder auch Kontaktdaten. In diesem Zusammenhang ist es natürlich so, dass wir der Software sagen müssen, welche die Primäradresse ist. Das kann sein, dass zum Beispiel das hier eine Klientin ist, die wir in einem privaten Fall betreuen. Das heißt, bei Frau Regia ist es so, hier geht es im Mandat um einen Erbschaftsstreit und eine Beratung in Sachen Familienrecht. In diesem Fall ist es natürlich so, dass wir hier eigentlich nicht die Work-Zuordnung bräuchten. Und für den Fall, dass wir eben die Privatadresse als Primäradresse setzen möchten, drücke ich einfach mit gedrückter Alt-Taste auf das Label Work und wir sehen, dass sich das Ganze ändert. Ich schließe den Datensatz jetzt noch einmal und wenn ich ihn erneut öffne, sehen wir, dass hier eben die Home-Adresse jetzt als Primäradresse deklariert wird. Das ist also ein ganz, ganz wichtiges Feature. Wenn Sie hier einstellen möchten, welche die Primäradresse ist, müssen Sie dabei die Alt-Taste gedrückt halten. Und danach richtet sich eben auch, welche Daten gezogen werden in einer Vorlage. Anders verhält es sich, wenn wir beispielsweise das Dossier von Frau Regia als Dossier einer Ansprechpartnerin für eine Firma betrachten. In diesem Fall wäre es zweckdienlich, dann die Adresse der Firma dort zu führen. Nicht zuletzt, weil ich möglicherweise Korrespondenz an Frau Regia adressiere, möchte aber eigentlich Korrespondenz mit meinem Klienten oder meiner Klientin der Firma beginnen. In diesem Fall kommen wir hier unten zum Adresslabel. Da habe ich mehrere Möglichkeiten. Mehrere Möglichkeiten im Sinne von, wenn ich jetzt hier oben ins Zusatzfeld, gemäß dem eben genannten Beispiel, dass Frau Regia eine Ansprechpartnerin einer Firma ist, schreibe ich einmal Firma. Und wir denken uns jetzt, dass sie eben bei einer beliebigen Firma arbeitet. Und nun haben wir hier das Firma im Adressetikett stehen. Dabei ist wichtig, dass nicht immer gewünscht ist, dass die hier genannte Person als Ansprechpartnerin ganz oben steht. Hier haben wir die Möglichkeit, durch Anwählen des Aktionsmenüs das Ganze zu invertieren. Und jetzt sehen wir, dass eben die Firma ganz oben steht. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, gerade bei langen Adressdatensätzen, das Ganze hier auf individuell zu stellen. Dabei ist allerdings Vorsicht geboten, da
die Adresse dann in den 4D-Write-Datensätzen nicht mehr gestaucht wird. Das heißt, hier kann es passieren, wenn wir eine zu lange Adresse haben, dass die Adresse nicht mehr formatgetreu ausgegeben wird, wo Sie dann eben Probleme mit dem Brieffenster bekommen könnten. Das heißt, hier müssten Sie darauf achten, wir machen das normalerweise 5-zeilig, dass Sie eben, auch wenn Sie das Ganze auf individuell setzen, diese 5 Zeilen nicht zwangsläufig überschreiten. Da eben durch die Auswahl individuell sämtliche Automatismen gekappt werden. Das heißt, hier ist es so, dass Sie eben dann manuell für die Pflege dieses Feldes verantwortlich sind. Wenn ich hier andere Daten hineinschreibe und ich habe das Ganze hier auf individuell stehen, dann ist es so, dass wenn ich eine Aktualisierung hier im oberen Block vollziehe, das heißt, wenn ich beispielsweise nach einer Heirat den Namen von Frau Regia ändere, dass dieser nicht mehr automatisch in das Adressfeld bzw. in das Adressetikett übernommen wird. Das ist also eine wichtige Komponente hier. Und dann gehen wir einmal weiter. Wir schauen uns innerhalb des Adressblocks noch an. Dafür wäre dann das Add-in weiterer Sprachen zuständig. Das heißt, das müssten Sie hier haben, um diese Auswahl treffen zu können. Hier könnte ich noch eine Sprache, in der Frau Regia spricht oder in der wir korrespondieren, angeben. Wichtig dabei ist natürlich, dass hiernach auch alle Vorlagen ausgerichtet werden. Das heißt, wenn ich hier die Sprache Français auswähle, dann ist das gesamte Dossier auf Französisch. Wir sehen hier unten hat sich zum Beispiel die Briefanrede auch zu Madame geändert und ist nicht mehr sehr geehrte Frau Regia. Und gleichzeitig würde jetzt bei Erstellen einer Vorlage oder eines Entwurfs auf Basis einer Vorlage auch die französische Version der Vorlage gezogen werden. Das können wir also alles hier konfigurieren. Ich stelle das Ganze zurück auf Deutsch und dann schauen wir uns das nächste Feld an. Hier ist es so, dass wir die Kontaktdaten für Frau Regia hinterlegen können. Wichtig ist hier, dass die erste E-Mail-Adresse, die wir hier im Dossier stehen haben, als Option gewählt wird beim Versenden von E-Mails. Wenn Sie also einen Entwurf, beispielsweise eine Rechnung kreieren und Sie gehen unten rechts auf das Symbol Drucken und das kleine Häkchen, da ist noch ein kleines Pfeilchen unten drunter, ich kann das vielleicht einmal ganz schnell zeigen. Da ist es dann so, dass wir eben dort als Vorschlag die zuerst angegebene hier E-Mail-Adresse erhalten. Das heißt, da sollten Sie jene E-Mail-Adresse hinterlegen, an die Sie auch wirklich die tatsächlichen Schriftsätze schicken möchten. Wir navigieren hier zurück ins Stammblatt. Wir sehen also weiterhin, ich kann hier konfigurieren, welche Angaben ich machen möchte. Ich habe hier also auch die Möglichkeit, beispielsweise unter anderem einen Instagram-Handle für Frau Regia zu hinterlegen. Ich kann ihre Website hinterlegen, ich kann verschiedene Telefonnummern hinterlegen. Ganz unten kann ich weitere Angaben zu Frau Regia machen, bis hin zum Geburtsdatum. Ich kann das Dossier auf aktiv oder inaktiv setzen, gemäß dem Fall, dass ich Frau Regia nicht weiter betreue zum Beispiel. Oder ich kann hier eben noch Dossierführer und Akquisiteur einsetzen. Im unteren Bereich, das haben wir in einem gesonderten Webinar gesehen, kann ich Adressbeziehungen miteinander verbinden. Das kann ich natürlich auch auf der Mandatsebene machen. Wenn Sie mehr Informationen zu Adressbeziehungen haben möchten, dann würde ich empfehlen, dass Sie sich das entsprechende Webinar dazu anschauen. Daher werden wir hier nicht weiter auf die Adressbeziehungen eingehen. Wir haben auf der rechten Seite weiterhin hier noch Kategorien. Das heißt, hier könnte ich sagen, handelt es sich um eine A-, B- oder C-Mandantin. Die könnte ich aber auch nach Prio 1, 2, 3 umformen. Das bedeutet, Sie können sich hier frei konfigurieren, wie die Bezeichnungen in diesen Feldern stehen. Sie müssen es eben nur später anwählen können. Frau Regia zum Beispiel ist hier eine B-Mandantin in diesem Fall. Das heißt, Frau Regia haben wir so kategorisiert. Sie ist also nicht eine unserer Prioritätsmandantinnen, aber eben auch keine C-Mandantin. Im zweiten Feld haben wir hier die Markers. Hier könnte ich beispielsweise Kinder oder Haustiere oder dergleichen vermerken. Und im dritten Feld da haben wir jetzt in unserer Variante, in unserer Version, in unserer Datenbank, also der Muster- und Sample-Kanzlei-Datenbank, haben wir die Exchange-Schnittstelle aktiviert. Das bedeutet, wir sind in der Lage, hier Adressen mit Microsoft 365 zu synchronisieren. Ich kann hier also noch einstellen, das hier ist eine Liste unserer Mitarbeiter. Hier sehen wir auch, dass die Schnittstelle aktiv ist. Und hier könnte ich jetzt auswählen, für welche Mitarbeiter dieser Adressdatensatz synchronisiert wird. Wir navigieren weiter hier zum Zusatzfeld. Das werden wir uns auch noch mal gesondert anschauen. Im Zusatzfeld, das ist eigentlich recht selbsterklärend, kann ich eben gewisse Informationen weiter hinterlegen.
Wichtig ist hierbei, dass ich verschiedene Arten von Feldern habe. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel ein Zusatzfeld Alpha, das kann ich konfigurieren, wie ich möchte, beispielsweise via GWG, oder ich könnte eine Registernummer, eine Mehrwertsteuernummer für Frau Regina Regia oder eine Firma hinterlegen. Wichtig dabei ist, dass diese Felder in jedem Dossier gleich sind. Um das einmal zu zeigen, schließe ich den Datensatz von Frau Regia und wir navigieren in einen anderen Datensatz, gehen hier in die Zusätze und wir sehen eben, dass sich das Ganze genauso verhält. Da müssen Sie sich also überlegen, welche Informationen Sie über alle Dossiers möglicherweise verzeichnen möchten. Hier unten haben wir noch ein Textfeld, das heißt, hier könnte ich beispielsweise, ich habe es jetzt mal Interessen des Kunden genannt, hier könnte ich weitere Informationen zu Interessen des Kunden hinterlegen, hier könnte ich Kommazahlen, hier ganze Zahlen hinterlegen und hier habe ich Booleanfelder, das heißt, hier könnte ich zum Beispiel für eine Auswahl der Weihnachtskarte, ob sie digital oder als Papier versendet wird, eine Ja-Nein-Auswahl treffen. Im Anschluss haben wir ein Textfeld, das kann man zum Beispiel benutzen, um hier zu spezifischen Mandaten oder einfach zur Mandantin selbst nochmal gesondert Hinweise zu hinterlassen. Und dann haben wir den Reiter Mandate. Im Reiter Mandate, das hatten wir eben schon gesehen, geht es primär um die Leistungsnachbearbeitung als vorbereitende Handlung zur Rechnungsstellung. Das heißt, hier habe ich alle Möglichkeiten, eben erfasste Leistungen zu bearbeiten. Über die Mandatsebene und Mandate selbst werden wir an dieser Stelle nicht weiter sprechen, da wir im nächsten Webinar unserer Grundlagenreihe gesondert auf diese eingehen werden. Wir gehen also weiter zum Tab Konten. Im Tab Konten können wir also für die hier geführten Mandate entweder über alle Mandate oder über einzelne ausgewählte Mandate, gerne sogar über einzelne Konten. Hier haben wir noch keine Kontenbewegung zu verzeichnen und über ausgewählte Zeiträume eben die Kontenbewegungen verfolgen. Das heißt, wenn ich beispielsweise eine Rechnung stelle und ich erhalte eine Zahlung für diese Rechnung, möglicherweise eine Vorschussrechnung, die ich dann wiederum auf eine darauffolgend gestellte Endrechnung anrechne, dann habe ich hier einiges an Datensätzen, eben an Kontenbewegungen zu verzeichnen und kann das für das einzelne Mandat hier nachverfolgen. Das können Sie natürlich auch mit Zugang zur Buchhaltung nachverfolgen. Wichtig ist einfach nur, dass wir hier das Ganze für den spezifischen Klienten nachverfolgen und nicht mehr in einer Gesamtübersicht. Das kann also sehr hilfreich sein. In den letzten beiden Tabs bewegen wir uns dann zum DMS. Diese werden wir auch nicht viel genauer studieren. Die haben wir zum einen schon gesehen, zum anderen wird es auch zum DMS nochmal ein gesondertes Webinar geben. Wichtig ist hierbei nur, dass wir eben mit dem Tab Entwürfe Dokumente bearbeiten können. Das heißt, hier können wir Entwürfe kreieren aus unserer Liste, aus unseren bestehenden Vorlagen. Hier können wir diese weiter bearbeiten. Das heißt, hier beispielsweise habe ich ein Dokument, was sich noch in Arbeit befindet. Dieses Dokument könnte ich jetzt weiter bearbeiten. Habe ich dieses fertig bearbeitet, dann kann ich es ins Archiv schieben. Wir sehen, das Dokument wird nun nicht mehr angezeigt, ist aber noch da unter eben finalisierten Dokumenten. Und was wir weiterhin sehen, ist, wenn ich den Tab Archiv anwähle, dann haben wir jetzt das Dokument im Archiv. Wenn ich dieses nun öffne, sehen wir auch, dass es sich nun dabei um ein PDF handelt, nicht mehr um ein 4D-Write Pro-Dokument. Das heißt, ich kann dieses auch nicht mehr abändern. Es gibt weiterhin Möglichkeiten und Tipps und Tricks, wie Sie das dennoch bewerkstelligen können, wie Sie das Dokument also nochmal zurück verschieben können. Auch da möchte ich dann auf das entsprechende Webinar verweisen. Das heißt, auch da werden wir uns den Vorgang noch einmal sehr genau im Detail anschauen. Für heute soll es das allerdings gewesen sein. Jetzt haben Sie einen guten Überblick über das Dossier, seine Zusammenhänge mit anderen Teilen der Software und auch, wie Sie die einzelnen Funktionalitäten im Dossier ansprechen können. Wie ich bereits gesagt hatte, können Sie sich, sofern es Fragen gibt, sehr, sehr gerne nochmal an uns bzw. auch an mich wenden. Sofern Sie meine Kontaktdaten vorliegen haben, können Sie sich gerne gleich an mich wenden. Ansonsten verweise ich auf unsere Hotline. Die leiten gewisse Rückfragen oder eventuelle Rückfragen und Anliegen sehr gerne auch an mich weiter. Und wenn Sie eine Funktionalität in Ihrer Software nicht vorfinden, die Sie in einem unserer Webinare gesehen haben, dann liegt es aller Wahrscheinlichkeit nach daran, dass Sie das entsprechende Add-in noch nicht integriert haben. In diesem Fall dürfen Sie sich gerne hier an unsere Sales-Adresse wenden oder natürlich auch an die Hotline und da werden wir Sie dann gerne weiter beraten.